Südtirol im Winter. Jedes einzelne Tal ist eine Welt für sich und erzählt seine eigenen Geschichten. Was die Menschen verbindet? Eine traditionelle Küche und die Liebe zu den Bergen. Es sagen viele zu mir, du wohnst am Ende der Welt. Dann sage ich immer, nein, für mich ist das der Anfang. Weil wenn ich hinausgehe, dann habe ich die ganze Welt vor mir. Wir begleiten eine Archäologin ins Innere der Berge. Irgendwie fühlt man sich wieder zu Hause in der Dunkelheit und in der Enge. Erleben, wie glitzernde Kunstwerke entstehen. Das ist das erste Mal, dass eine von meinen eigenen Ideen ist so groß gebaut und ich bin sehr, sehr glücklich. Und treffen Südtiroler Originale. Wo man aufgewachsen ist, das ist Heimat. Und es sind viele, was weggehen und dann kommen sie wieder zurück. Jahrhundertelang wurden Südtirols Täler von der Außenwelt nur wenig beeinflusst. Die Menschen passten sich, besonders im Winter, dem rauen Rhythmus der Natur an. Die Voraussetzung ist sicher, dass es einen Genen muss haben. Irgendwie, schon von klein auf. Dass er das Alpenleben gefällt und von den Eltern vieles gezeigt gekriegt hast. Lernen kann man sicher nicht. Gibt es fast keine Schule. Michel Reich lebt mit seiner Familie auf 1800 Metern. Dann haben viele gesagt, na, das schafft ihr nie und das geht nie da drinnen und so viel Schnee und Lawinen und mit den Kindern und wie stellt ihr euch das vor? Und dann haben wir gesagt, na, wir probieren jetzt mal, wenn es nicht geht, dann können wir immer noch raus. Wir haben auch nicht gewusst, geht das, geht's nicht. Aber wir sind halt mit dem Kopf durch die Wand und haben gesagt, das klappt, das geht. Die 35 Passayer Gebirgsziegen sind die einzigen Nachbarn von Michel und seiner Frau Elisabeth. Mir gefällt hier am besten auf der Alm, dass ich immer so frei bin. Dass ich eigentlich nie den Stress und die Hektik habe. Ich kann mir eigentlich die Zeit hier oben selbst einteilen. Die Uhr geht zwar auch, aber ich sage immer, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es jetzt. Und wenn ich es eine halbe Stunde später mache, mache ich es halt später. Man ist nie so zeitgebunden. Ich bin mein eigener Chef hier oben und mache einfach das, was mir Spaß macht. Und es gibt auch Tage, wo man mal nicht so Lust hat, dann macht man halt weniger und sonst geht es halt immer wieder. Die Alm liegt unweit der Ötztaler Alpen, mitten im Naturpark Texelgruppe. Über 3000 Meter hoch sind die umliegenden Gipfel. Die Schönheit der Bergwelt lockt Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber in den abgelegenen Talschluss. Es ist ziemlich viel Betrieb, auch durch den Winterbetrieb jetzt. Also im Winter war ja früher gar nichts hier. Wahrscheinlich durch Corona, weil viele eingesperrt waren, denken wir mal. Und erst dann draufgekommen sind, wie schön es eigentlich in der Natur auch ist. Vielleicht liegt es auch an Elisabeths Kochkünsten, die sich herumgesprochen haben. Heute gibt es Rohnenknödel, eine Variante mit rote Beete. Man kann ganz viele verschiedene Knödel machen. Im Sommer mache ich dann Kräuterknödel, habe ich in meinem Kräutergarten, mache ich das alles rein. Und jetzt im Winter halt die rote Beeteknödel, Käseknödel, Speckknödel, Spinatknödel. Und dann mache ich auch die süßen Knödel. Im Sommer dann die Erdbeerknödel, jetzt im Winter die Heidelbeerknödel und die Preiselbeer-Apfelknödel. So alles, was halt gerade wächst, mit dem mache ich halt was. Der Teig soll halt nicht zu nass sein und nicht zu trocken. Und am besten ist halt, wenn man sie dann noch ein bisschen ziehen lässt, dann ist der Geschmack intensiver.
Ich lese halt dann viel wieder in die Bücher und dann probiere ich mal wieder was Neues aus. Und so Knödel ist sowieso immer. Knödel geht immer, sage ich. Ich habe so einen Knödeldick. Der Einkauf allerdings eine Herausforderung. Wir müssen uns das ganze Zeug hochholen. Mit einkaufen, bis man das hier hat, ist auch ein weiter Weg. Ich sage manchmal, bis ich den Knödel auf den Teller habe, das dauert halt. Es geht auch mal was aus, man hat es halt auch mal nicht. Improvisieren müssen wir eigentlich viel hier oben, weil manchmal geht von dem weniger, dann geht vom anderen wieder weniger und dann musst du halt das auch mit dem anderen wieder was anderes machen oder so. Quark zum Beispiel brauchst du ihn mal nicht, dann machst du halt einen Quarkstrudel oder machst einen Käsesahneekuchen oder sowas. Du musst halt immer wieder was produzieren. Der Knödel ist in Südtirol ein Nationalgericht. Die älteste Darstellung findet man auf der Freske einer Burgkapelle aus dem 13. Jahrhundert. Hallo, grüßt euch. Ja, Die rohen Knödel, Aufgabe und Solarsauce. Oh, danke schön. Bitte schön. Habt ihr eine schöne Wanderung gehabt? wunderschön, wunderschön. Und das Wetter auch, wundervolles Wetter. Luft, Herrlich. herrliche Gegend, in den Bergen ist immer schön. Ganz, ganz schön. Guten Appetit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Das sieht aber gut aus. Ja, Das sieht lecker aus. wunderbar. Ich habe schon manches probiert. War auch ein Sommer mal bei der Baufirma. Mal probiert, wie es da wäre, aber das hat mir dann nicht gefallen. Das nächste Jahr drauf bin ich dann schon wieder auf die Alm. Wir sind sicher ein bisschen ein anderes Volk, ein zähes Volk, sage ich mal. Und mir hat es schon immer gefallen, in den Bergen zu leben. Und es ist auch nicht mehr der ganze Stress, was im Dorf ist und in den Städten. Und ein bisschen abgelegen alles. Und Tradition und die Heimatverbundenheit auch. Gefällt mir ganz gut, ja. Die beiden Esel liegen Michel ganz besonders am Herzen. Das sind super schlaue Tiere. Das möchte man gar nicht meinen. Und wenn es Nacht wird und haben etwas, hören ein Geräusch oder hören die Füchse schreien oder so, dann geben es laut und Alarm und dann weiß man auch, dass irgendeine Gefahr oder etwas droht. In Südtirol leben etwa 50 Wölfe und 100 Braunbären. Ja, ist schon ein Silas, ist schon ein. Doch zu Gesicht bekommt man diese wilden Tiere so gut wie nie. Es lauern andere Gefahren. 3 Tage lang hat es nicht mehr aufgehört zu schneien. Da wurde dann immer mehr und immer mehr und die Situation war dann ziemlich schlecht eigentlich und eigentlich vom ganzen Tal rein und das ganze Pfälders war von den Lawinen bedroht und wir müssten dann eigentlich dann nur im Haus bleiben hier. Dann die Tiere im Stall mussten wir ja versorgen. Dann hat mein Mann mit der Fräse den Weg freigemacht. Dann sind wir immer zusammengeblieben als Familie. Wir sind alle zusammen in den Stall, alle zusammen wieder zurück. Alle, sage ich habe immer gesagt, wir bleiben alle zusammen, weil falls eine Lawine kommt, dass wir nicht, dass einer da ist und einer da. Und dann haben wir es ganz gut geschafft. Aber als dann die Schneekatze dann vorbeikam da, auf der einer Woche, dann war man dann schon froh wieder und dass alles offen war und dann so halbwegs wieder einigermaßen. Ich sage immer, der Glaube ist mein Halt. Weil wenn man dann oft strenge Tage hat und man weiß gar nicht mehr, wo der Kopf steht, dann denke ich mir immer, ach, das geht schon, der Herrgott schaut runter, der hilft uns schon. Man darf auch vor nichts Angst haben, sage ich immer. Man muss halt ein bisschen risikogewandt sein. Zur Mittagszeit kommen die beiden ältesten Töchter der Familie von der Schule zurück. Zu Fuß bräuchten sie eine gute Stunde. Und im Winter ist die Straße mit dem Auto oft nicht befahrbar. Deshalb dürfen sie seit kurzem mit dem Quad der Familie fahren.
Wir wissen nicht, was unsere Mädels dann im späteren Leben machen. Sagen sie vielleicht, wir wollen nicht mehr hier oben sein, wir gehen runter. Aber wir hoffen es halt. Es hofft jeder wahrscheinlich, dass die nächste Generation weitermacht. Alle müssen mit anpacken, besonders die beiden Großen. Mein Mann und ich, wir arbeiten halt immer. Ich denke mir halt, weil sie auch sehen, wie wir alles müssen selbst machen, denken sie wahrscheinlich, ja, da helfe ich jetzt mit und dann haben wir es alle besser. Die Bergziegen haben Nachwuchs bekommen. Schauen, dass sie nicht alle rauskommen. Nur noch etwas so, da ist das Heben. Na, dort gleich schön, schnell. Trink doch. Ja. Wie heißt du? Ronny. Ronny? Ah. Gitti? Ja, das ist mir sicher ganz wichtig. Das Wichtigste, das Traditionelle weiterzugeben. Und das war eigentlich das Ziel, dass sie auch gleich aufwachsen wie wir. Und ich hoffe, dass sie es behalten und ich hoffe, dass es so weitergeht auch. Und der ist schon fertig? Ja. Ah. Ja, das ist der DJ und der hat an meine Mama gehört, aber ich habe ihn ihr abgekauft, weil ich getauscht. Ja, getauscht. Nein, nicht getauscht, weil ich ihr geholfen habe. Und ich finde ihn schön, weil er blau ist und halt so weißes Fell hat. Es ist ganz normal, dass man ein paar Kleine nicht behaltet, weil sonst hätten sie ja nicht Platz im Stall und jedes kommt ja auch nicht in den Kochtopf. Man muss es ihnen auch tun lassen, auch wenn sie oft mal vielleicht ein bisschen einen Fehler machen oder irgendwas. Und man darf sie ja nicht geschwind beleidigen, dass sie dann nicht mehr in den Stall gehen. Das kommt auch vor. Und einfach mein Auge zudrücken und so einfach da machen lassen, was sie wollen. Ja. Dass alle zusammenhalten, dass es weitergehen kann irgendwie, das ist sicher ganz das Wichtigste. Ich sage immer, hier oben ist die Welt noch in Ordnung. Man hat auch fast alles, aber man ist zufriedener. Etwa 30 Kilometer weiter westlich, im Vinschgau, liegt der Reschensee. Der versunkene Kirchturm, der aus dem Wasser ragt, ist eines der beliebtesten Fotomotive Südtirols. Die autonome Provinz Südtirol im Norden Italiens grenzt an Österreich und an die Schweiz. Innerhalb Italiens ist Südtirol von der Lombardei, vom Trentino und von Venetien umgeben. Die Hauptstadt mit rund 100.000 Einwohnern ist Bozen. Die zweitgrößte Stadt ist Meran. Der Praxer Wildsee und die markanten 3 Zinnen gelten als Wahrzeichen von Südtirol. Etwa 10 Kilometer weiter nördlich, im Hochpustertal, liegt der Ort Innichen. Vielleicht, Hanna. Oder nein? Ich weiß nicht, ob du die Linie da aber siehst. Weil es schaut da wirklich nach einer Kurve aus. Na, da dann, bei mir da. Auf meiner Seite. Bei der Linie da. Heute ist ein besonderer Tag. Perfekt. Hanna? Hanna? Fängst du an? Okay.
Klappt es auf deiner Seite? Ja, es geht nach unten. Hier auch. Wie jedes Jahr im Januar findet in Innichen das sogenannte Snow Festival statt. Diesmal nehmen 8 Teams teil. Die Aufgabe? Innerhalb von 3 Tagen einen großen Schneeblock in ein Kunstwerk verwandeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen unter anderem aus Marokko, Lettland und Südkorea. Auch das Team Deutschland ist international aufgestellt. Es ist eine ganz andere Umgebung als die, in der ich aufgewachsen bin. Ich habe hier so viele neue Dinge kennengelernt. Eine ganz andere Art zu leben. Die Berge geben mir ein Gefühl von Freiheit und Schönheit. Das habe ich in England noch nie erlebt. Ich tanke hier so viel Energie. Und deswegen versuche ich, so oft wie möglich herzukommen. Neben Shara Oram aus England gehören auch die deutsche Coco Prechtel und Hanna Baumgartner aus Österreich zum Team Deutschland. Vorab haben die befreundeten Steinmetzinnen ein Modell aus Ton angefertigt. Die Idee, einen Riesen aus Schnee zu bauen, hatte Shara. Wir haben eine sehr schöne Sage gelernt von einer Riese. Er hat hier gewohnt und er hat diese Kirche hier gebaut. Der Riese Haunold soll die schweren Steine für den Bau der Stiftskirche in Innichen getragen haben. Als Lohn verlangte er immer mehr Geschenke von den Menschen. Der gierige Riese wurde zunehmend lästig. Daher stellte man ihm schließlich eine tödliche Falle und nahm ihm seine Rippe. Ich habe gedacht, was schön ist, als eine Idee, als die Riese kommt wieder. Und er schaut die Kirche an, weil die Kirche hat die Rippe von der Riese, genau. Deswegen lautet der Name der Skulptur auch die Rache des Riesen. Jetzt ein Schnitt von unten, sodass von oben viel Gewicht darauf drückt. Und dann fällt es vielleicht von alleine. Ich glaube, es funktioniert. Mit Steinmetze, wir haben das sehr schnell gelernt. Und es geworden ist, okay, wir müssen eine neue Idee machen oder wir müssen das anders machen. Und du kannst nicht sagen, okay, fertig, ciao. Du musst arbeiten. Und ich liebe das. Ja? Es bewegt echt oder nicht? Ich habe nichts gemacht. Ja. Oh! Es kommt. Oh. Bist du bereit? Okay, 1, 2, 3. Oh, krass, oh, krass. Oh, krass. Berge müssen versetzt werden, bevor es an die Feinarbeit gehen kann. Doch zuerst wollen die Steinmetzinnen wissen, wie weit die Konkurrenz ist. Geht's gut voran? Unser Zeitplan heißt fertig werden bis Mittwoch. Und ich glaube, so die großen Brocken oben drunter runterzukriegen, das war jetzt schön. Gegenüber von Team Südtirol arbeitet das aus Südkorea. Das ist also der Kuss. Das kenne ich. Cool. Wie schwer das ist da. Und, wenn es funktioniert, dann ist es echt wunderbar. Weil es sieht so leicht aus und ich finde es sehr interessant. Schön, wenn man die anderen Designs sieht, weil sonst ist es immer so ein europäischer Design und den kennen wir vielleicht schon gut. Und wenn es von einem anderen Kontinent ist, ist es immer spannender, was denen erfällt. Seit über 30 Jahren gibt es das Snow Festival schon. Für Hanna und Coco ist es das erste Mal. Shara ist zum zweiten Mal dabei. Es ist schon auch wichtig, dass irgendwie Shara halt so ein bisschen den Überblick behält, weil sie ja das Modell gemacht hat und so ein bisschen koordiniert, wie sie das haben möchte, weil sonst wird es schwierig, wenn jeder irgendwie da mitredet und jeder meint so, nee, so will ich's oder so nicht. Wenn du hier unten schneidest, von unten in den Schnee hinein, perfekt, dann entsteht ein Schatten. Und auch oben am Ohr, Hanna, da müssen wir nach oben gehen. Ja. Ich arbeite ja sonst hauptsächlich mit Stein und das alles, was ich mache, wird mich quasi überdauern.
Und das finde ich das Schöne an Schnee, dass es so schnell vergänglich ist. Welche der Schneeskulpturen am Ende gewinnt, entscheidet eine Jury. Außerdem darf jede und jeder im Ort seine Stimme abgeben. Ich finde das toll, wie man aus so einem Brocken da was erschaffen kann. Also jede für sich ist ja schon sehr, sehr kreativ erdacht. Und so ein kleines Modell dazu, also es ist schon toll. Das sind schon besondere Menschen, die sowas herstellen können. Der Countdown läuft. Viel Zeit bleibt nicht mehr zur Fertigstellung. Wir haben noch 20 Minuten, wir können alles fertig machen. Momentan sieht es noch etwas zu grob aus. Aber wenn es so ist wie hinten an den Ecken, dann wird es super aussehen. Amazing. Noch ein letzter Feinschliff. Das ist das erste Mal, dass eine von meinen eigenen Ideen ist so groß gebaut und ich finde es echt besser dann unser Modell. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und alles ins richtige Licht setzen. I just want to get rid of the scratches on his feet. Nach 3 Tagen Arbeit ist es soweit. Die Rache des Riesen kann bestaunt werden. I agree with that. It's just that bit. Auch Team Südkorea hat es geschafft. Die Figur erinnert an eine Marmorbüste. Die glitzernden Schneeskulpturen verleihen Innichen einen besonderen Zauber. Die filigrane Arbeit Full Aquarium der spanischen Eiskünstler beeindruckt bereits viele Menschen. Doch auch die Jury muss überzeugt werden. Das ist sehr ausdrucksstark. Ja. Die Hell-Dunkel-Kontraste, die entstehen durch die genauen Linien, exakte Formen. Und das ist ein wesentlicher Punkt bei den Schneeskulpturen, dass sie mit dem Licht spielen müssen. Und deswegen sind sie auch entsprechend beleuchtet hier und man kann da sehr viel Einfluss nehmen auf die exakte Form. Das Ergebnis überrascht mich. Sie sind ja ziemlich jung und haben nicht so viel Erfahrung beim Modellieren mit Schnee. Aber Sie haben das toll gemacht. Ja, ja, ist schön. Oh, the face is really good. Good job. The drapery is beautiful. Yeah. Okay. Cool. Oh nein. It's cool. Yes. Jetzt ist es soweit. Die Jury hat entschieden. Jede Skulptur erzählt ihre eigene Geschichte. Aber es gibt eine, in der ganz viele verschiedene Geschichten stecken. Und die ist vom Team Spanien. That also makes a lot of sense. Diesmal hat es für das deutsche Team nicht gereicht. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
Um die 800 Burgen und Schlösser befinden sich in Südtirol. Damit gilt die Provinz als das burgenreichste Gebiet in Europa. Ein Grund dafür? In früheren Zeiten zogen viele Könige und Herzöge mit ihren Heeren von Nord nach Süd. Südtirol war das Tor zu Italien. Und das wollte man kontrollieren. Die Burg Taufers liegt am südlichen Ende des Arntals und ist der exklusive Arbeitsplatz von Kastellan Alexander Meyer. Ich bin seit 19 Jahren hier auf dieser Burg. Und wenn man auf der Burg arbeitet und teilweise auch lebt, ist es natürlich auch eine Lebensaufgabe. Man ist da recht stark verbunden. Es schmerzt auch, wenn etwas mal wieder kaputt wird und das man reparieren muss oder organisieren muss, damit es wieder repariert wird. 1224 wurde die Burg Taufers zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Heute gilt sie als eine der am besten erhaltenen Burgen in Südtirol. Es hängt schon mit Leib und Seele auch drinnen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man nicht so regelmäßige Arbeitszeiten hat wie in einem anderen Job. Manchmal fängt man halt schon in der Früh um 8 an, manchmal um 10. Dann geht das auch bis 12 Uhr nachts, wenn man so Nachtführungen hat. Im Sommer ist es so, dass ich hier auf der Burg auch nächtige. Aber im Winter, ehrlich gesagt, ist mir das viel zu kalt. Die Burg ist nicht beheizt, deshalb ist das gar nicht möglich. Wie es sich für eine Burg gehört, ranken sich auch um die Festung Taufers viele Geschichten. Hier sind wir jetzt im Schlafgemach der Burgherrin. Wir nennen es aber auch Geisterzimmer. Hier auf der Burg gibt es die Legende, die Prinzessin Margarete von Taufers hat sich hier in dieses Gemach eingeschlossen für 7 Jahre. Nach 7 Jahren hat sie sich dann hinter mir aus diesem Fenster hinausgestürzt. Aber sie ist nicht ganz gestorben, denn nachts fängt sie wieder an zu spuken. 0034, genau an dieser Stelle, erscheint hier ein weißer Fleck. Ab und zu melden sich einige Vereine an, die sehr interessiert sind an paranormale Tätigkeiten. Und die möchten dann hier auf der Burg eine Nacht verbringen mit ihrem ganzen elektronischen Equipment. Die stellen dann verschiedenste Geisterfallen auf. Und jeder hat etwas gefunden, immer was anderes. Und sie waren immer glücklich, als sie wieder nach Hause fuhren. Früher lebten hier bis zu 70 Menschen. Heute nur noch Alexander. Als Burgherr oder Kastellan hat man auf der Burg natürlich sehr viele unterschiedliche Aufgaben. Einige sind Hausmeisterarbeiten, wie hier zum Beispiel diese Uhr einzustellen. Ab und zu läuft sie nicht mehr so genau, sie ist ja auch schon fast 400 Jahre alt. Und dann hat man auch wieder vielfältige, ein bisschen, sagen wir mal so, mentalere Arbeitsschritte, die man so machen darf. So Forschung über verschiedene Möbel oder Bilder. Seit 1977 ist das Südtiroler Burgeninstitut Eigentümer der Burg und führte in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Restaurierungen durch. Von den 64 Räumen stehen rund ein Drittel offen für Besichtigungen. Ich habe Kunstgeschichte studiert und es ist natürlich schon immer eine Freude, wenn man an einer so alten Bibliothek stöbert, alte Bücher findet. Vieles wird heutzutage einfach weggeworfen, obwohl es vielleicht in 500, 600 Jahren eine große Bedeutung hätte. Hier sehen wir eine Sammlung von Frauenzeitschriften. Die Damen wollten ja damals auch immer informiert sein über die neueste Mode, über den neuesten Klatsch, über Reisebeschreibungen der Welt. Und das hat man damals auch schon gehabt. So eine Cosmopolitan oder Vogue von damals gab es schon. Und wir haben hier eine Sammlung, beginnend mit dem Jahre 1850, wo das dann alles auch schön drinnen steht. Mit den Frisuren, die gerade im Trend sind, die Spitzen, die man tragen konnte oder eben auch eine Reisebeschreibung aus China. Das Gebäude ist von einer romanischen und einer gotischen Bauphase geprägt. Die äußeren Bereiche können individuell besichtigt werden, die Schauräume nur mit Führung. Chi si doveva trovare la verità o per dire forse anche quello che voleva sentire. Der besondere Charme der Festung zieht laut eigenen Angaben jährlich etwa 70.000 Besucher an. Am Abend, wenn die Touristinnen und Touristen die Burg verlassen haben, beginnt Alexander mit der Forschungsarbeit. Er dokumentiert und begutachtet jahrhundertealte Wälzer. Ob heute Nacht noch der ein oder andere Geist beim Kastellan vorbeischaut,
Das bleibt sein Geheimnis. In der kalten Jahreszeit gleicht Südtirol einem Wintermärchen. Eis und Schnee bedecken Täler, Gipfel und Seen. Doch der Schnee ist nicht nur schön. Er kann auch lebensgefährlich sein. Denn immer wieder kommt es zu Lawinenabgängen. Der Ort Brettau gilt als besonders schneesicher und befindet sich am nördlichen Ende des Arntals, im Naturpark Rieserferner Arn. Auf knapp 1500 Metern Höhe soll heute eine Lawinengroßübung stattfinden. Manfred Unterweger ist seit dem Jahr 2000 bei der Südtiroler Bergrettung und Teil der Hundestaffel. Heute soll Junghund Rocco zeigen, was er kann. Rocco ist jetzt seit Dezember bei mir. Und seit daher sind wir eigentlich ziemlich ein gutes Team schon geworden, würde ich mal sagen. Es ist in der Bergrettung der 6. Hund, den ich ausbilde. Rocco ist erst 6 Monate alt und er befindet sich noch in den Kinderschuhen, was Lawine anbelangt. Ja, er ist ein Familienmitglied, der gehört dazu wie die Kinder oder wie die Frau. Das ist einfach die Grundlage, dass man auch später kann zusammenarbeiten, dass man sich auch mal ohne Worte versteht. Und ich glaube, das ist die Basis. Heute ist geplant, dass wir mit Rocco die ersten Schritte im Lawineneinsatz üben, dass er lernt, dass unter der Schneedecke ein Mensch begraben ist und dass er lernt, mir den zu zeigen, indem er beginnt zum Graben. Für diesen Lawinenernstfall trainieren Manfred und seine Kollegen von der Südtiroler Hundestaffel. Ja. Okay. Gehen wir hier die Feißgeräte rein. Eins da und eins da oben, wo du gesagt hast, wir sind wir uns hin. Ein Mensch stehen wir ganz hinten auch in der Ecke, wo wir gesagt haben, wo wir können gut zuschauen. Und da unten die oben daneben in den Loch, wo wir gestern, da oben, das gerade oben da, dem tat die einen rein, da haben wir 2 Leute. Da wird der Hundeführer und der Hund auf Teufel komm raus geprüft, sagen wir mal so. Nicht? Tutto bene? Bene. No, chiudo. Gut. Jeder probiert das Beste, jeder probiert so schnell wie möglich hier zu sein, zu helfen, den Verschütteten zu finden. Natürlich gelingt es nicht immer. Überhaupt, wenn man einen langen Anfahrtsweg oder so hat, dann die Zeit vergeht und die Zeit spielt eigentlich immer gegen den Verschütteten. Und es nützt auch nicht Druck aufbauen und auf den Hund den Druck ausüben. Dann funktioniert das nicht. Die Kollegen vom Suchtrupp rücken an. Sie sollen den im Schnee Vergrabenen so schnell wie möglich finden. Genau wie bei einer echten Lawine wissen sie nicht, wo sie suchen müssen. Jede Fehlentscheidung könnte im Ernstfall Leben kosten. Die empfindliche Spürnase des erfahrenen Lawinenhundes ist eine große Unterstützung. Bis der Geruch an die Oberfläche kommt, das braucht seine Zeit. Aber wenn der Geruch oben ist, dann
ist das für den Hund immer gleich, ob das jetzt 1,5 Meter ist oder 4, 5 Meter auch. Für den Hund macht das keinen großen Unterschied. Durch Graben und Bellen soll der Hund signalisieren, dass er Witterung aufgenommen hat. Jetzt zählt jede Sekunde. Die Wahrscheinlichkeit, eine Verschüttung länger als 2 Stunden zu überleben, liegt unter 10%. Bei echten Einsätzen drohen unter den Schneemassen Erstickung und Unterkühlung. Was heißt? Hallo! Das sieht man genau bei solchen Übungen. Die sind erfahren, die wissen genau, um was es hier geht. Und mit denen ist auch fein für uns zum Arbeiten. Und auch die 2 Hundeführer sind 2 erfahrene alte Haudegen. Und die machen das, ja. Für den Hund ist das immer ein Spiel. Er lernt, wenn er die Mensch im Schnee findet, dann hat er seine Belohnung mit. Sei es ein Spielzeug oder auch nur ein Fressen. Und der Hund sucht eigentlich nur die Belohnung. Der Mensch ist ihm eigentlich scheißegal, wer da drunter ist. Er will seine Belohnung. Und das nützen wir natürlich aus, um den Hund auf das zu trainieren, dass er immer schneller wird und immer sich mehr und mehr den Geruch aus dem Schnee raussaugt. Und so findet er dann den Mensch. Und das geht, ja, umso älter der Hund wird, umso schlauer wird er. Hey, hey! Rocco! Als nächstes ist Rocco an der Reihe. Da drin ist er. Schau, jetzt kommen sie. Jetzt gehen wir ihn holen, gell? Den holen wir jetzt, gell? Ja. Den holen wir jetzt, den. Holen wir. Ja. Okay. Und such! Ob Rocco sich von dem erfahrenen Lawinenhund etwas abschauen konnte? Gleich wird es sich zeigen. Rocco! Geh mal raus, den. Ja, hol Mann. Geh mal raus. Wo ist er rein? Rocco, hier, Kimpach. Komm, ja, bitte mal. Hallo, Kim. Immer hallo. Ja, feiner Bub. Ja, wo ist denn? Feiner. So ist er feiner. Ja, feiner bist gewesen, ja. Feiner. Super. Die Bindung, die man aufbaut. Man versteht sich ohne Worte. Kim, Rocco, Kim. Ein Blick genügt oft und er weiß, was ich von ihm will. Und umgekehrt ist das aber auch so. Wenn er mir einen Blick zuschmeißt, dann weiß ich genau, passt das oder passt es ihm nicht. Und das ist schon etwas Einzigartiges. Pause. Auch dank der Hundestaffeln können sich Wintersportbegeisterte in den Bergen Südtirols sicherer fühlen. Besonders Wagemutige trauen sich sogar auf zugefrorene Wasserfälle, sogenannte Eisfälle, wie zum Beispiel das Schwert des Damokles in Alta Badia. Sein höchster Punkt liegt auf gut 1900 Metern. Er ist den ganzen Winter über gefroren. Zum Eisklettern ideal. Die Liebe zu den Bergen wurde auch dem berühmten Bergsteiger Reinhold Messner in die Wiege gelegt. Er stammt aus Südtirol und hat sich mit seinem Messner Mountain Museum verewigt. Der futuristische Bau von Star-Architektin Zaha Hadid thront zwischen Pustertal und Gardatal. In Südtirol gibt es 31 Skigebiete.
Das Skigebiet am Schnalstaler Gletscher, unweit von Meran, kann man fast das ganze Jahr über befahren. Von September bis Mai. In der Region Alta Badia, nahe Corvara, gibt es einen ganz besonderen Skilift. Er ist der wohl ökologischste der Alpen. Pferde ziehen die Skifahrerinnen und Skifahrer. Es sind sogenannte Noriker. Die Rasse ist typisch für die Gegend. Seit vielen hundert Jahren werden die robusten Tiere gezüchtet. Auch im Gardatal, in dem traditionell Ladinisch gesprochen wird. Sagen Sie am besten noch dort. Os Sparagnans. Und da ist ein Typ. Das sind die Noriker-Pferde. Die sind Zugpferde, ganz ruhige Pferde und sind ganz geeignet fürs Ziehen, fürs Arbeiten. Früher hat man sie im Holzrücken, beim Heumachen, im Macker, überall eingesetzt. Jetzt mittlerweile haben leider die Traktoren das übernommen. Die Familie Nagler gehört zu den 4% der Bevölkerung Südtirols, die noch Ladinisch sprechen. Die Sprache entstand im Zuge der römischen Eroberungen im Alpenraum. Vater Enrico legt Wert auf Tradition. Die Jungen, die sollen lernen, was die Alten gemacht haben. Und ich finde es ganz schön, wenn es traditionell gemacht wird und die alten Bräuche weiter zu behalten. Aspetta vedere che l'aperto. La coda ma c'è mola. Ma si chiama Sprie? No. Da haben wir la coda più dega. Schlittenfahrt machen wir vom Hof bis zum See und dann wieder zurück. Und dann machen wir Hochzeiten, Begräbnisse machen wir, weil hier ist der Brauch vom Haus bis zu der Kirche, wird die Leiche mit Pferdewagen gefahren. Der Hof der Familie Nagler wird seit über 200 Jahren betrieben. Enrico und sein Sohn Christian kümmern sich gemeinsam um die Pferde. Heute werden sie besonders gründlich gewaschen. Ein Festumzug steht an. Gut, einmal ist fertig. Die sind neu gemacht, genau nachgemacht wie die alten Geschirre. Das Geschirr nehmen wir nur für besondere Hochzeiten oder Begräbnisse oder Veranstaltungen. Sonst Arbeitsgeschirr ist ein anderes. Als anerkannter Zuchtbetrieb steckt die Familie Nagler ihr Herzblut in die Pflege der alten Pferderasse. Mit Erfolg. Einige ihrer Tiere haben schon Auszeichnungen erhalten. Der Charakter der Noriker gilt als freundlich und gutmütig. Wenn man aufwächst auf dem Bahnhof, dann wächst man auch mit den Pferden ran. 1975 habe ich geheiratet, dann haben wir ein Haus gebaut und dann haben wir 5 Kinder gehabt und jetzt haben wir 13 Enkel. Wir sind fast 50 Jahre hier und es gefällt mir, ich bin sehr zufrieden. Ich bin ganz froh. Die 2 Söhne, die leben alle hier und die 3 Töchter sind auch in der Nähe, aber verheiratet. Sind nicht mehr da, aber die kommen trotzdem zum Helfen manchmal. Wenn man familiärisch arbeitet, dann wird alles viel leichter. Die ladinische Küche ist eigentlich eine einfache und arme Küche. Die Produkte sind viel Mehl, Milch und Eier. Und was eigentlich auf dem Hof zur Verfügung stand.
die Sachen, die im Garten gewachsen sind und die tierischen Produkte. Jetzt sind wir gerade beim Schlutzer machen, Schlutzkrapfen. Eine Portion besteht aus 6 Ravioli. Die Hälfte ist mit Spinat und Quark gefüllt und die andere Hälfte mit Quark und Kartoffeln. Diese hier ist die Spinatfüllung. Die machen wir mit Topfen, etwas Schnittlauch und auch Zwiebeln. Die Küchengeheimnisse kommen von der Großmutter. Gibt es ein paar Tricks, aber die werden nicht verraten. Die bleiben in der Familie. Braucht man viel Liebe dazu. Alles mit Liebe vorbereiten. Ja. Wir machen so ungefähr 6 pro Person und wir machen 60, 70 Portionen. Jeden Tag. Jeder hat seine Arbeit und wir sind schon seit vielen Jahren eingespielt und das geht ganz ruckzuck dahin. Ego, so wolle. Da haben wir die Schweinshaxen, die kochen 4 Stunden lang. Die werden ab und zu abgegossen. Der Holzofen macht fast ganz alleine. Der Holz kommt von unserem Wald. So. Das ist hauptsächlich Fichte und der macht eine Wärme, was unglaublich gut ist zum Kochen. Ich erinnere, wenn ich klein war, dann hat man nur 2-mal, 3-mal im Jahr Fleisch bekommen. Sonst hat man immer das ganze Jahr nur mit Totres, dann Schlutzkrapfen und dann Nudeln werden auch gemacht. Einfache Gerichte, aber viel Arbeit dahinter. Wir haben immer das gleiche Menü, seit 29 Jahren. Die Schlutzkrapfen sind ein typisches Gericht der regionalen Küche. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt die Bezeichnung von Schlutzen, was so viel bedeutet wie rutschen oder gleiten. Außerdem gibt es Totres, frittierte Teigtaschen. Das Öl für die Totres soll nicht zu warm sein. Hier eine lauwarme Hitze und man erkennt es an der Farbe. Wenn sie goldbraun sind, rausnehmen. Enrico arbeitet Hand in Hand mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter. Wenn wir richtig arbeiten, dann schaffen wir es zu dritt. Gute Pferde. Wir sind gut eingespannt. Familie Nagler kocht ausschließlich traditionelle Gerichte. Die Rezepte wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Rein mit der Sache, ja? Die Haxe und 2 Rippchen und ein bisschen Sauerkraut. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ganz herzlichen Dank. Butterzart, Mathis. Magst du probieren? So. Für den Festumzug helfen Sohn Thomas und dessen Kinder beim Anspannen. Immer mal. Sie sollen da mitmachen. Es ist schön für uns, wenn man sieht, dass junge Leute daran Interesse haben und mithelfen. Es ist für ihnen, für die Kleinen, ist das ein schöner und großer Anlass. Ist alles ein bisschen unter Leder. Ist jetzt mit der Kälte ist alles so starr. So. Die kann man größer machen oder kleiner. Das ist gar kein Problem. Aber die muss man richtig anpassen, damit das Pferd gut laufen und gehen kann. Die Familie Nagler kennt sich aus mit Norikern. Schon seit über 60 Jahren züchtet sie die alte Pferderasse. Affici-la-mă. La fecium și pe un zejă, și pe două fecium dacă mai mas ruvelding. Tak la maite, mat la matit mus. Okay. Jetzt sind wir bereit. Jetzt ist nur noch zum Fahren. Da fahren wir hin und schauen wir, dass alles gut läuft. Die Familie bereitet alles für die ladinische Bauernhochzeit vor.
Ein volkstümlicher Umzug, der an frühere Trauungen erinnert, die traditionell im Winter stattgefunden haben. Dann stand das landwirtschaftliche Leben ohnehin still und man hatte mehr Zeit zum Feiern. Das sind Bräuche, was heutzutage nicht mehr hergenommen werden, aber ich weiß noch genau, wie das ist. 10 Minuten, dann geht's los. Ja, eine große Freude. Das sind 6, 7 Schlitten, Brautleute, die Eltern von den Brautleuten auf einer Schlitte, dann die Schwester oder Brüder von der Braut oder von Bräutigam auf eine Schlitte und so ging es weiter. Und der Pfarrer kommt auf eine Schlitte und am Ende, das war der Brauch, die Frau ist von einem Bauernhof zum anderen. Dann hat sie alles mitgenommen, was sie gebraucht hat. Der Schrank und eine Truhe. Und dann hat sie das ganze Gewand mitgenommen. Auf eine Schlitte. Der Hausstand kommt mit, ja. Das ganze Dorf Abtei ist heute auf den Beinen und hat sich herausgeputzt. Die meisten haben Freude, wenn man das Gewand von damals anziehen kann. Da sind sie auch stolz. Und die Region Südtirol ist eine autonome Provinz. Als Kulturelle möchte ich, dass alles so weitergeht wie damals. Heimat ist Heimat. Wo man aufgewachsen ist, das ist Heimat. Und es sind viele, was weggehen und dann kommen sie wieder zurück. Im Gardatal sind Tradition und Brauchtum bis heute lebendig. Gut 50 Kilometer weiter nördlich. Die Schwarzensteinhütte ist die höchste Südtiroler Schutzhütte auf rund 3000 Meter Höhe. Sie gehört zur Gemeinde Arntal. Im späten Mittelalter war hier der Bergbau von großer Bedeutung. Mich fasziniert, dass wir Orte aufsuchen, die eigentlich seit 500 Jahren unbekannt sind oder die meisten Leute kennen die gar nicht mehr. Und das finde ich eben so wichtig, dass wir die dokumentieren, weil vielleicht gibt es den Stollen in 100 Jahren nicht mehr. Bergbau war für das Tal immer schon wichtig. Die Leute haben halt von dem gelebt und die haben die Siedlungen gebaut. Und der Bergbau hat sicher für Arntal einen gewissen Reichtum verschaffen. Und heutzutage ist halt sehr viel überprägt vom Tourismus. Zusammen mit Kollege Roman Lamprecht erkundet Archäologin Bianca Zerubin ein Gelände in der Nähe von St. Jakob. Es ist gleich da in der Wand, oder? Ja, ich glaube schon. Es ist gleich da vorne rechts. Mhm. Die beiden haben an der Felswand ein sogenanntes Mundloch entdeckt. Den Eingang eines alten Bergwerkstollens. Also ich glaube, wir müssen dort schon oben. Ja, achso, ja, ist besser. Es gibt historische Schriften, die da eine Schürfberechtigung erwähnen. Wir wissen noch nicht genau, wo sie ist. Und jetzt erkundigen wir einfach mal das Gelände und schauen, ob wir noch was finden. Die 34-Jährige hat echten Abenteuergeist. Ich hoffe mir schon, dass wir Spuren im Stall finden. Also zum Beispiel, dass wir genau sehen, wie der Abbau da funktioniert hat. Man muss schon trittsicher sein. Also je nachdem, ob man jetzt hochalpin unterwegs ist, was wir natürlich oft machen. Haben wir es fast. Das sind Herausforderungen, was wir gerne annehmen. Und das ist ja spannend, das ist abenteuerlich auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig. Jede Situation ist anders dann. Da war er noch. Ja. Ein Wunder, dass der
Stollen so da steht. Super. Bianca und Roman sind wohl die ersten Menschen seit 500 Jahren, die den Stollen betreten. Der dunkle, tiefe Gang könnte so manches Geheimnis bergen. Die Verfilterung. Ah ja, super. Das ist noch Holz. Ja. Cool. Sohlbrittel. Ah, schau oben auch die Ja, da sieht man es gut. Gell? Sekundärminerale. Ja. Und die Schremmspuren. Voll schön. Mhm. Der Stollen ist mit Schlegel und Eisen vorgetrieben worden. Also mit einem relativ primitiven Werkzeug, das man eben sehr lange im Bergbau verwendet hat. Es schaut so aus wie ein Meißel und ein Hammer im Prinzip. Und da hat man sich ganz mühsam in den Berg vorgearbeitet. Und natürlich sind die Bedingungen schon hart. Es ist nass, es ist kalt und es kann jederzeit was von der Decke brechen natürlich. Aber man hat da schon ein bisschen ein Gespür gehabt, was haltet der Berg noch aus oder was kann man nicht mehr machen. Stehen können die beiden hier nicht. Da sieht man die Schremmspuren. Ja. Ist ja doch ein bisschen ein unheimliches Gefühl darin. Man weiß nicht, was um den nächsten Ecken passiert. Aber doch irgendwie was Heimliches. So, irgendwie fühlt man sich wieder zu Hause in der Dunkelheit und in der Enge. Schon ein bisschen wie wenn man wieder zurück ist in der Mutter So meinst du? des Berges, ja. Also wir nehmen jetzt hier eine Probe von dem Erzgang und lassen es dann mineralogisch analysieren. Und dann wissen wir ganz genau, welches Erz da abgebaut wurde. Also wir vermuten, dass es eher kupferreiches Erz ist, wegen der Azuritversinterung, wegen der Sekundärmineralien vom Kupfer. Aber es könnte natürlich auch ein bisschen was anderes sein, anders angereichert. Schauen wir mal, dass wir eine gute Probe was da haben. Im Gestein haben wir sehr viel Schiefer, das ist das weiche Gestein. Dann eine Quarzader und mit dem Quarz ist oft auch der Erzgang verbunden. Das sieht man da bei dem dunkleren Gestein. Und das beschriften wir halt immer, dass wir wissen, woher haben wir jetzt die Probe gemacht. Die Arbeit der beiden könnte im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel bringen. Jetzt bei uns die erste. Das kennen wir eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Wie wichtig der Bergbau damals war für die Leute, wie prägend das für die Wirtschaft war, für die Gesellschaft. Und jetzt können wir halt ein bisschen, kriegen wir einen Einblick in die vergangene Zeit. Seit 1426 wird im Ahrntal Bergbau betrieben. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass schon in der Bronzezeit nach Kupfer gesucht wurde. Da sehen wir jetzt noch mal ganz schön diese Spurnagelhundgestänge, diese hölzernen, länglichen Latten, die da liegen. Mit Hilfe dieser zwei Holzlatten und einem eisernen Nagel, der am Hund, also am Förderwagen angebracht war, ist da eben gefördert worden. Und das war eine Behelfskonstruktion, eben damit man größere Mengen an den Tag fördern kann. Dass wir da vielleicht ein Foto machen, oder? Ja, dass wir das dokumentieren. Dann verläuft der Stollen west. Die beiden entdecken noch mehr. Schau, da liegt der Leuchtspan. Ja, schon gut. Mit dem hat man vor 500 Jahren Licht gemacht. Man hat ja kein elektrisches Licht. Da muss man sich anders behelfen. Da sind oft die Zehenspuren da drauf, gell? Weil das haben sie irgendwie so Zum Teil, ja. die Zehen gehabt. Meistens sind sie ganz abgebrannt, da sind nur ein paar Zentimeter groß. Ja.
Es hat einerseits diese Leuchtspäne gegeben, mit denen man Licht gemacht hat, und andererseits Öllampen oder Unschlittlampen, also Fettlampen mit tierischem Fett sind die betrieben worden. Aber in dem Fall ist es jetzt ein einfacher Holzspan, und der hat man zu Hunderten verbrannt, um da zumindest ein bisschen Licht zu haben da herinnen. Also, Endstation. Das ist wieder niedriger jetzt da. Ah ja, das ist fertig. Das ist ja verbrochen, ja? Jetzt sollte man das wieder aufgraben. Da ist Schluss. Ja, schau, das ist ein Bachstall. Ja. Man kann es da erkennen bei die runden Bachgerölle. Die kommen im Berg natürlich nicht vor. Das heißt, es muss irgendwie von außen rein gepurzelt sein. Und das kann natürlich sein, dass der Stollen mal eine andere Verbindung an den Tag gehabt hat und deswegen jetzt verstürzt ist. Für heute ist die Arbeit beendet. Doch Bianca und Roman werden dem alten Stollen bald wieder einen Besuch abstatten. Das ist gut. Oh, heute war super. Sehr viele neue Sachen gefunden. Ja. Wer genau jetzt da abgebaut hat, das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht ist es noch irgendwo in die Archive. Vielleicht entdeckt man das noch. In Südtirol sind Mensch und Berg untrennbar miteinander verbunden. Von St. Jakob im Arntal sind es etwa 2 Autostunden Richtung Südwesten ins Ultental. Das Tal ist nur spärlich besiedelt. Es umfasst 4 Ortschaften, darunter St. Walburg. Das Ultental gilt als eines der urtümlichsten Täler Südtirols. Erste Besiedlungsspuren reichen bis in die späte Bronzezeit hinein. Das Ultental ist für mich Heimat. Mir gefällt es einfach hier. Das Ultental ist auch noch ein bisschen stehen geblieben, nicht mehr ganz, aber ein bisschen schon. Wir haben auch noch urtypische Bauernhöfe, wir haben noch alte Mühlen, unsere schönen Almen, die wir haben, und auch die Leute. Die Ultner sind vielleicht auch ein bisschen speziell, aber ich bin stolz, eine Ultnerin zu sein. Jetzt fahren wir zu den Pilzhöfen in St. Gertraud. Das sind die hintersten Höfe im Ultental. Es ist schon was Besonderes, muss man auch sagen. Bis man mal dort ist ein langer Weg. Also ich glaube, die Leute, die da oben wohnten, früher war es ja nicht so, dass man jeden Tag ins Dorf musste, aber wie es heutzutage ist, ist es schon ein bisschen entlegen. Aber ich glaube, die Leute, die da oben waren, haben das sicher geschätzt, dass sie so einen schönen Fleck hatten. Das sind urige Höfe noch, sind aber nicht mehr viel bewohnt. Manche sind gestorben und manche sind einfach fortgezogen. Das Ultental ist stark von Abwanderung bedroht, denn direkt im Tal gibt es kaum Arbeit. Dorothea Egger und eine Handvoll Frauen wollten das nicht einfach so hinnehmen. Sie hatten eine zündende Idee.
Auf dem Markt, die Schafbauern haben gesagt, ja, das Fleisch verkauft man gut, aber die Wolle, die müssen wir entsorgen, die kommt in den Müll. Wir haben gedacht, so geht das nicht. Also so einen wertvollen Rohstoff kann man doch nicht in den Müll werfen. Da muss man sich überlegen, was man daraus macht. Heute holt Dorothea eine neue Ladung Schafwolle ab. Der passt. Da bin ich ganz zufrieden mit der Wolle. Also der ist schön und die Qualität passt und die Sauberkeit auch. Also den nehme ich jetzt gern mit. Mit der kann man gut arbeiten. Da bin ich froh. Statt die wertvolle heimische Schafwolle wegzuwerfen, wollen die Ultnerinnen das Naturmaterial direkt vor Ort verarbeiten. Dafür haben sie eine Wollmanufaktur ins Leben gerufen. Jetzt die Wolle kardiert oder gekämmt, also dass die Fasern alle in eine Richtung gehen und das ist dann wie beim Stoff beim Fadenlauf. Da läuft alles in eine Richtung. Mit dem kann man dann schon auch was anfangen. Man kann Nassfilz machen. Man kann die Wolle hernehmen zum Spinnen. Da muss sie ja auch schon kardiert sein. Oder vieles andere noch. Die Betriebsgründung war ein echtes Wagnis. Niemand wusste, ob die Geschäftsidee Erfolg haben würde. Doch Dorothea und ihre Kolleginnen sind das Risiko eingegangen und haben an sich und an ihre Idee geglaubt. Ihr Mut und ihre Geduld haben sich ausgezahlt. Inzwischen floriert die Wollmanufaktur. Wir sind 5 Frauen und ein Mann. So, wir Frauen schaffen Teilzeit. Und für uns ist das sehr, sehr wichtig, dass wir einen Arbeitsplatz im Multental haben. Und ja, die Anfangsjahre waren sehr kritisch. Das ging wirklich langsam, bis wir dann gesehen haben, dass wir doch den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und jetzt geht es uns gut, also es geht bergauf. Es wird eine reine Wollmatratze und zwischendrin werden Zirbespäne eingestreut, die beruhigen und senken den Herzpuls. Die Zirbe ist einfach auch ein Heilmittel. Die Wollmatratzen treffen den Zeitgeist. Das Naturmaterial und dessen Verarbeitung ist nachhaltig. Und ihre Erzeugerinnen sind stolz auf ihr Produkt und die Herkunft. Ich könnte nicht vom Ultental wegziehen und irgendwo anders wohnen, weil ich eine richtige Ultnerin bin und die zieht, glaube ich, nicht von hier fort. Etwa 30 Kilometer weiter südöstlich, auf dem Hochplateau des Reggelberges, liegt die Gemeinde Aldein, hoch über dem Etschtal. Jedes Jahr, Anfang Dezember, liegt hier eine besondere Stimmung in der Luft. Fast könnte man meinen, dass es nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Jeder hat ja andere Vorstellungen von Bösen.
Das Böse ist immer etwas Gruseliges, immer etwas Wildes oder so. Nicht? Und deswegen symbolisiert der Krampus eigentlich auch das Böse, das Gruselige. Da bringen wir bärige Ruten zusammen. Ja, der Bruder macht es frei. Jetzt auch mit Liebe gemacht. Markus Ebner und Tobi Heinz sind Mitglieder des örtlichen Krampusvereins. Der Krampus ist eigentlich ein Symbol, das Böse vom Dorf zu vertreiben. Danach kommt dann das Gute, kommt der Nikolaus. Recht viele Stellungen. Ja. Die Kinder haben sicher Angst. Alle nicht, aber viele. Aber das will man ja auch. Sie sollen nicht Angst haben, aber halt Respekt vor dem Krampus. Haben wir genug? Ja, für 2 haben wir genug. Noch ist es ruhig in Aldein. Aber das wird sich schon bald ändern. Markus stattet dem Maskenschnitzer des Krampusvereins einen Besuch ab. Hier und da eigentlich sind alle frei. Markus sucht aus, welcher dir am besten gefällt. Da ist schon eine mit Echthaar, mit Jack. Dann haben wir da etwas Wilderes, so Herr der Ringe oder Orksfilme kennt, also die Orks. Ich starte als Markus und wird das Fell übergeworfen und dann fängt das Feeling schon ein bisschen alles an zu kribbeln. Schau dir mal um, Markus. Sitzt er? Ja, der fühlt sich nicht letzt um. Der ist gut. Passt. Ja. Du bist einfach ein zweites Wesen. Eigentlich vielleicht in deinen Vorstellungen oder in deinen Träumen, vielleicht was man schon einmal sein wollte oder so. Für eine halbe Stunde mal abzuschalten und mal den Rest alles zu vergessen. Und einfach das sein, was man jetzt vielleicht auf dem Kopf hat. Der ist geflohen. Bigger dog, bigger bite. Smaller dog must fight. Die Maske muss einfach sitzen. Nicht? Nachher kann man sich auch schön bewegen und ein bisschen Show und etwas machen. Und das muss einfach die Maske sitzen, weil wenn sie dann hin und her neckelt, nachher ist das ein Unfein einfach. Just the time I understood. I'll be gone without a trace. Inzwischen ist ganz Aldein im Krampusfieber. Doch unter einigen Vereinsmitgliedern hat sich Unruhe breit gemacht. Kurz vor dem großen Event springt eine der 2 Höllenmaschinen für den Umzug nicht an. So, jetzt kommt der Fahrer. Wir sehen, jetzt geht sie. Das Problem ist, dass ein Leck im Tank ist, dann wird er leer und dann rostet der Tank. Wird das einmal alles schmutzig. Ja, noch mal eine halbe Stunde. Locker. Eine halbe Stunde haben wir noch? Ja. Meistens ging's. Das ist immer Vorführeffekt. Ne? Aber es ist eigentlich so wie so ein alter Rasenmäher. So. Das kann man eigentlich so nicht eigentlich so beschreiben. Man sitzt eigentlich sehr hoch, alles nackelt. Die Lenkung geht verkehrt. Da muss man sich so richtig konzentrieren. Ja. Dann hat man meist noch die Maske auf und dann sieht man überhaupt gar nichts mehr. Der Aldeiner Krampusverein stärkt den Zusammenhalt im Dorf. Als Vereinsvorsitzender versucht Markus, das Chaos zu koordinieren. Nicht immer ganz einfach. Was mir gefällt, ist die Kameradschaft, dass wir alle wieder zusammenhalten. Wenn einer mal hinten bleibt, zum Schluss ziehen alle wieder an einen Strang. Die gegerbten Felle machen das Kostüm komplett. Allmählich verwandeln sich die braven Bürger Aldeins in unheimliche Monster. Am Krampustag laufen wir nur bei uns im Dorf. Und da nehmen wir auch die motivierten und begeisterten Krampus-Kinder mit. Die haben auch schon fast
Das halbe Jahr freuen sie sich schon auf den Krampustag, dass sie können die Kostüme aufsetzen und die Felder zeigen. Und heuer zählt man im 24 was mitlaufen. Und haben wir einen guten Nachwuchs, ja. Neben all den Monsterfratzen der Nikolaus samt Engel, um das Böse in Schach zu halten. Bis zur letzten Minute haben sie fieberhaft versucht, sie in Gang zu bringen. Doch die Höllenmaschine bleibt stumm. Eine Maschine, die mitfahren würde, die hat leider den Geist aufgegeben. Die hat nicht mehr gewollt, wie wir. Das zweite Höllengefährt, immerhin, läuft tadellos. Als Vorsitzender des Krampusvereins hat Markus heute Abend alle Hände voll zu tun. Für mich ist es jetzt alles durch das Organisatorische unten das Herrichten und jetzt eben hier mit den Kindern, ich gehe mit den Kindern mit, dass die alle ein bisschen im Rahmen bleiben. Ein bisschen bin ich aufgeregt, dass jetzt alles klappt. Dann geht es los. Das wilde Treiben schüchtert nicht nur Kinder ein. Irgendwie fühlt sich das gruselig an, weil wenn du zu einer Person hingehst und versuchst zu erschrecken, die macht schnell mal einen Schritt zurück. Auch wenn sie dich kennt und weiß genau, wer dahinter ist, aber das ist trotzdem ein komisches Gefühl. Wenn auf einen so eine Gestalt zukommt mit langen Hörnern und Zunge und Blut überlaufen übers Gesicht. Am Ende haben Markus und seine Vereinsfreunde es geschafft. Der Krampuslauf war ein voller Erfolg. Die Stimmung ist ausgelassen. Und die bösen Geister vertrieben. Etwa 20 Kilometer weiter im Norden blickt man auf gleich mehrere Bergpanoramen. Das majestätische Bergmassiv der Rosengartengruppe. Der gut 2500 Meter hohe Sitscheda-Gipfel, sowie der über 3000 Meter hohe Langhofel, der das Grödnertal einrahmt. Viele Menschen hier teilen eine Leidenschaft. Das Arbeiten mit Holz, ich habe es schon von klein auf immer miterlebt und eigentlich habe ich überhaupt niemals gedacht, etwas anderes zu machen. Das Holz, was am meisten benutzt wird zum Schnitzen, das ist Zirbelkiefer und Lindenholz. Ich benutze meistens Zirbelkiefer, da es sehr weich ist und der Wurm geht nicht hinein. Die Schnitztradition des Grödnertals ist viele Jahrhunderte alt. Auch Norman Kostner wurde es in die Wiege gelegt. Damals war es so, dass ein Bildhauer sich auf etwas spezialisiert hat. Manche haben nur größere Statuen gemacht, einige nur Christusse. Bei meiner Familie, von meinem Vater aus, die haben nur Krippenfiguren geschnitzt. Und viele haben dann nur Tiere gemacht.
Und die, kann man sagen, vielleicht die am wenigsten talentierte oder die haben dann auch Spielsachen gemacht. Vor dem Ersten Weltkrieg war der Höhepunkt. Da hat fast jede Familie hier im Tal irgendetwas mit dem Schnitzen zu tun gehabt. Ich schnitze jetzt eine Hirtenfigur. Zuerst nehme ich das Grobe weg und dann fange ich wieder von vorne an und jedes Mal geht ein Stück weg. Am Anfang bin ich meistens so angespannt, bis ich sehe, wie die Figur wird. Mit der Zeit, wenn man sieht, dass die Figur gut steht und dann kommt man so schön langsam auf den Genuss vom Schnitzen. Ich denke, dass man viel Übung braucht, sehr viel Übung. Man muss eigentlich Hunderte von Figuren machen, bis man das Gefühl bekommt. Man muss es irgendwie in sich spüren. Meine Figuren werden meistens mit Wasserfarbe bemalt. Das deckt die Technik, die ich habe, nicht ab. Man sieht fast sogar die Maserung vom Holz und man sieht jeden Schnitt. Hallo. Hola. Hoi. Hoi, hoi. Kijk nog. Shit, is bem mouchard, oder? Mas, amado. Ik ook dit avonds mais voor mijn verschoting kon, no? Schön. Bom. Ist so Hirtenjunge auf Esel. Passt so. Mal 18, nicht? Ja. Selber schon, ja. Dann sollte man mit Zentimeter. Nee. Klonfahrt. C'est pas stress. Dann in den 50er Jahren so vieles maschinell hergestellt wurde, hat man diese Schutzmarke errichtet und die garantiert, dass es ein Einzelstück ist und komplett handgemacht. Viele Kunden, die kommen, die wissen das nicht. Ja. Aber wenn ich das mit der Schutzmarke erkläre, dann wollen alle diese Schutzmarke haben. So, ciao. Als Beruf ist es schon ein Beruf, wo man viel Lebensqualität hat. Man kann sich die Zeit einteilen, ein bisschen wie man möchte. Aus der Werkstatt gehen, eine Wanderung oder ein Radtour, mit den Skiern unterwegs sein. Non è fatto per noi, Sera. No. Anche per una vera bestia, ma. Poi un po' mangi su un sciasa. Lascia lui su. Ma sei veloce. Allora, non dire un po', Ja, ciao, ti ha frei just da drin. Schön, schön. Maar toen is niet wachsen, hè? No, dat moet je zo. Wir waren da 9 Kinder. Ich war der Älteste. Kein Strom, kein Wasser. Zum Essen ganz wenig. Schule gehen oder wenn ich lernen gegangen bin. Ich habe auch Schnitzen gelernt, unten im Dorf direkt. Nicht? Da habe ich müssen 4-mal am Tag da rauf und runter gehen. Nicht? In der Früh runter, Mittag rauf. So viel wenig zum Essen bekommen, hätte sie nicht einmal ausgezahlt, raufzukommen zum Essen. Aber so schwierige Zeiten, aber ja. Stimmt, ist ein Badapure. Nicht so, aber wir haben ein Drittel diesen. Wir sehen uns. Nicht so schnell. Ja. Bis du kommst, halb ist Holz fertig. Ja. Ciao, ciao. Ciao, servus, gell. Ciao. Mach's gut. Ich mache aus Leidenschaft gerne Sport und im Sommer gehe ich gerne Radfahren. Auf die Berge mache ich so Klettersteige meistens. Wenn man auf so einer Spitze steht, dann hat man schon ein Gefühl von Freiheit. Es ist einfach, wo man geboren ist, da fühlt man sich zu Hause. Und sagen wir hier, mit dieser Natur könnte ich mir nicht etwas Schöneres vorstellen. Zu Füßen von Normanns Werkstatt liegt St. Ulrich. Der Ort ist geprägt von der Holzschnitzkunst. Handgearbeitete Figuren findet man in den Schaufenstern heutzutage jedoch kaum noch.
Die meisten Figuren werden maschinell hergestellt. Auch wenn man das auf den ersten Blick oft gar nicht sieht. Berufsschnitzer wie Norman sind selbst im Grödnertal eine Seltenheit geworden. In seiner Werkstatt ticken die Uhren noch etwas langsamer. Ich bin schon gläubig. Ja. Eigentlich bin ich auch so erzogen worden. Irgendwie denke ich, dass es mir schon etwas gibt halt. Ich muss halt Geduld haben und nicht zu viel wegnehmen halt. Immer so ein bisschen und ja, bis ich halt so zufrieden bin. Bis ich das Gefühl habe, so kann ich es gehen lassen halt. Manchmal ist es fertig, dann schaut man am nächsten Tag noch mal die Figur an und dann muss man wieder sieht man das alles ein bisschen anders und dann schnitzt man wieder. Und ja, wenn so eine Arbeit bei mir bestellt wird, dann dauert es ungefähr ein Jahr, bis man sie abholen kann. Und deshalb findet man auch nicht diese Sachen auf den Weihnachtsmärkten. Oft bin ich dann abends nach dem Abendessen in der Werkstatt, da habe ich meine Ruhe und kann gemütlich schnitzen. Ich habe hier versucht, eine Krippe zu machen, die man auf Augenhöhe stellen kann. Und in der Mitte habe ich die Heilige Familie. Hier eine Hirtengruppe mit einer Schafherde. Und dann habe ich hier eine Szene mit Gänsen und 2 Ziegen. Und dann ist hier der Königszug. Und die sind noch etwas weiter entfernt, aber die sehen auch schon etwas. So entsteht halt schön langsam die Komposition halt. Ganz am Anfang weiß ich nicht genau, wie es wird, aber dann mit der Zeit geht es ein bisschen von alleine fast. Norman ist einer der letzten seiner Zunft. Nachwuchs gibt es kaum. Etwa 15 Kilometer weiter nördlich. Der Weihnachtsmarkt in Brixen. Neben Krippenfiguren gibt es hier vor allem kulinarische Spezialitäten. Zum Beispiel Strauben. Ein süßes Backwerk aus Mehl, Milch, Butter, Eiern und Zucker. Ihre besondere Form erhalten die Strauben, indem sie durch einen Trichter spiralförmig in das heiße Fett eingelassen werden. Danke dir. Auf dem stimmungsvollen Markt findet man alles, was das weihnachtliche Herz begehrt. Auch Südtiroler Speck und Kartoffelpladdeln. Sie werden knusprig frittiert und auf Sauerkraut angerichtet. Wer im Winter nach Südtirol reist, den treibt vor allem eines um: die Sehnsucht nach unberührter Natur und Entschleunigung. In der kalten Jahreszeit wirken viele Ecken Südtirols noch heute wie die Kulisse eines Märchens aus längst vergangenen Zeiten.